Servus Leute, die Eishockey-Saison geht für uns bald los und ich weiß, dass viele von euch schon auf dem Eis waren. Manche Vereine haben früher Eis wie wir hier in Landsberg und manche waren schon im Hockeycamps im August. Und ich hoffe, dass ihr alle da viel Spaß hatten und dass ihr auch keine Schmerzen in den Füßen hatten beim Laufen. Aber leider auch beim perfekt angepassten Schlittschuh kriegt man manchmal Schmerzen. Das habe ich selber erleben müssen. Teilweise nicht einmal einen Monat nach dem Schlittschuhkauf, teilweise sogar nach 2-3 Monaten nach Schlittschuhkäufe oder auch nach 5 Tagen. Man weiß es nie, wenn die kommen oder wieso die kommen. Und ich werde euch heute zeigen, wie man mit ein paar Handgriffe daheim auch notfalls diese Schmerzen beheben können. Die 3 Schmerzen, über die wir reden werden, sind Drückstellen am Schlittschuh, sind auch dann Lacebite, auf Deutsch Schnürsenkelbiss, das ist, wenn die Zunge hier in euer vordere Knöchel reindrückt und große Schmerzen verursacht und überblasen. Und dann hoffe ich, dass eure Schmerzen, falls ihr welche habt, was ich nicht hoffe, weniger werden. Drückstellen am Schlittschuh. So, es ist öfter so, auch beim perfekt angepassten Schlittschuh, warum auch immer, ich habe es selber letztes Jahr auch erleben müssen, dass man Drückstellen kriegt. Ich habe meine Drückstellen im November bekommen, ich hatte die Schlittschuhe schon 4 Monate gehabt, warum auch immer, meine Druckstelle war genau hier in diesem Bereich. Und die beste Lösung ist natürlich, wenn man ein Fachgeschäft in der Nähe hat, die eine große Ausbeule oder Ausdruckzange hat, dahin zu gehen, es vom Geschäft machen zu lassen. Aber vielleicht ist es Samstag, man spielt dann am Sonntag, wenn die Geschäfte zu haben, oder man, wie es bei mir war, ich hatte Training spät bis ins Abend und ich müsste in der Früh auf dem Eis gehen mit einer Schule und hier haben wir keine Geschäfte in unserer Stadt, dann müsste ich mir schnell was einfallen lassen. Ich habe auch ein bisschen gegoogelt und was ich gemacht habe, ich habe einfach weißes Hockeytape, beziehungsweise schwarz oder egal welche Farbe, einfach Tape genommen und so ist einfach so in eine kleine Kugel zusammengetaped. Die ist vielleicht 1 cm dick, so groß war auch meine Drückstelle und dann nehme ich eine Heißluftföhn, beziehungsweise ich habe letztes Jahr eine Heißluftföhn genommen, würde ich nicht empfehlen, das war ein bisschen knifflig, lieber eine ganz normale Föhn, stellt es auf die heißeste Hitzegrade ein, damit es ganz schön warm wird und wir werden die Stelle, nicht der komplette Schuh, die Stelle außen und innen für 2-3 Minuten lang föhnen. Einfach immer aufpassen, dass es nicht zu heiß wird, aber auch schauen, dass das Material schon ein bisschen leicht wird. Wenn es trotzdem knuppelhart bleibt, kann man es nicht ausbeulen. Also nehmen wir einfach den Heißluftföhn. Wir brennen. Draußen. Und dann schön in den Schuh rein. Nur um euch zu zeigen, das war viel zu kurz, aber man macht das ungefähr 2 Minuten lang. Ich schiebe es einfach hier rein. Genau da war die Stelle, wo ich die Schmerzen hatte. So, das würde ein bisschen wehtun, aber die Schmerzen am Tag danach sind wesentlich weniger. Und das wollen wir haben. Meine Schlittschuhe ist ganz locker, tue meinen Fuß rein. Halt die Stelle, damit es richtig drauf bleibt und schieb das rein. So gut wie es geht. Jetzt ist es genau an die Stelle und dann binde ich meine Schuhe. Ich binde meine Schuhe komplett. Das muss ich euch hier nicht zeigen. Circa 5 bis 10 Minuten, bis es abgekühlt ist. In dieser Zeit, ich spüre es jetzt, das tut so ziemlich weh, weil man ein extra Stück drin hat, wo man die Drückstelle hat. Aber danach wird den Schlittschuh in diesem Bereich leicht ausgedehnt sein, leicht ausgebeult sein. Man wird schon merken, am Tag danach habe ich gar keinen Schmerzen mehr gehabt und dann hat es wesentlich mehr Spaß gehabt, wieder auf Eis zu gehen. So, das zweite Problem, die viele Leute haben, ist das sogenannte Lacebite oder auf Deutsch Schnürsenkelbiss. Das ist, wenn die Schnürsenkel bzw. die Zunge des Schlittschuhs beim in der Hocke gehen
hier genau in die Sehnen oder in das Haut reinschneidet. Das kann ziemlich schmerzhaft werden. So zeige ich euch 2 Möglichkeiten, um den Lacebein ein bisschen zu mildern. Das erste, wie man hier sieht, so binde ich mittlerweile meine Schlittschuhe. Die 4. Öse ist frei. Viele Spieler lassen die obere Öse offen. Das hat auch seine Gründe, das ist auch völlig legitim. Die wollen mehr in der Hocke gehen, die wollen ein bisschen mehr nach vorne flexen. Das ist wirklich okay so. Aber für Lacebite, hier ist der Knick in der Schlittschuh, um die 4., 5. Öse. Da knickt der Schlittschuh, hier geht die Schlittschuh geradeaus unten und dann geht sie dann eher quer. Da ist der wirkliche Flexpunkt in dem Schlittschuh. So, wenn man diese Öse offen lässt, dann wird die komplette Druck in diesem kompletten Bereich ein bisschen weniger. Wenn man nur die obere Öse frei lässt, dann finde ich, dass die Schnürsenkel bzw. die Zunge einfach ein bisschen tiefer reinschneiden. Also man hat einfach ein tieferes Lacebite als ein höheres. Das hilft nicht viel. Hier habe ich ein bisschen noch Flex. Man wird merken auf dem Eis, dass man sich ein bisschen mehr nach vorne bewegen kann in die Knie. Aber nach einer Trainingseinheit habe ich mich daran gewöhnt und es hilft auch den Schmerzen und das ist auch wirklich wichtig. Probiert so aus. Oder die andere Variante, ich habe hier so Polstersocken. Die sind vom Ortema, die habe ich mir damals gekauft, die brauche ich jetzt nicht mehr. Die haben innen drin eine Art Gel. Das wirkt besser wie Schaumstoff, weil es den Druck besser verteilt wie Schaumstoff. Man zieht die einfach so an, ganz einfach, über die Socken. Die sind echt dünn, also stören gar nicht. Man merkt die kaum auf dem Eis. Und dann zieht man einfach seine Schlittschuhe an. Die sind auch super. Wichtig ist beim Lacebite ist, dass man, wenn man es merkt, dass man es sofort behandelt mit ein paar von diesen Lösungen, weil sonst wird es irgendwann richtig schlimm und dann ist die einzige Lösung Pause. So. Und das dritte Problem, die viele Spieler haben, sind Blasen. Und bei Blasen kann ich nur empfehlen, kauft euch wirklich die richtige Schlittschuhgröße. Blasen entstehen, weil der Fuß zu locker in dem Schlittschuh sitzt und reibt hin und her, bewegt sich hin und her ziemlich schnell, es entsteht Hitze, es reibt und man kriegt dadurch Blasen. Ich kann euch fast garantieren, wenn man die richtige Schlittschuhgröße gekauft hat, dann kriegt man keine Blasen mehr. Falls ihr nicht unbedingt wisst, welche Schlittschuhe ihr braucht, habe ich auch ein Video vor ein paar Wochen dazu gedreht, ihr könnt es auch gerne anschauen. Aber das ist einfach so wichtig, mit der richtigen Schlittschuhgröße kriegt man kaum Blasen. Ein paar andere wichtige Sachen. Schaut auch, dass die Socken immer richtig angezogen sind. Wenn man Falten hat in den Socken, dann können es Blasen verursachen. Und wenn man irgendwie Blasen hat, kann man das Blasenpflaster versuchen. Aber ich denke, Blasen sind etwas, die man einfach richtig gut vermeiden kann, wenn man sich richtig gut beraten lässt und die richtige Schlittschuhgröße hat, dann wird man Blasen für immer vergessen. So, ich hoffe, dass ich diejenigen, die sich mit Schmerzen in den Schlittschuh rumplagen, ein bisschen helfen könnte. Vielleicht könnt ihr diesen Tipps ausprobieren. Auf Mais zu gehen mit Schmerzen in den Füßen macht wirklich gar keinen Spaß. Vielleicht habe ich euch da ein bisschen geholfen. Probiert es mal aus und hoffe, seid ihr bald schmerzfrei auf Mais.